Maddox, du alter Menschenversteher, ich hätte da mal eine Frage. Schieß los. Wenn ich einen sterbenden Menschen aus einem Hospiz entführen würde, ihn für mehrere Tage in eine rumpelige Kiste sperre und über holprige Straßen schleppe und ihn am Ende in einem Teich versenke, was würden die Menschen tun? Sie würden dich wahrscheinlich zu einer Problemhyäne erklären und zum Abschuss freigeben. Riechst du das? Ich rieche Doppelmoral. Liebe Wahlkämpferinnen und Sandbänker, hallo Aasfresser. Wenn sich alle Content Creator auf den toten Wal stürzen, müssen wir wohl auch ein Video dazu machen. #Aasfresser. In diesem Video schauen wir uns an, was mit Walen passiert, die tot auf den Meeresgrund sinken, So wie Timmy? und was passiert, wenn sie am Strand sterben. Was ich bevorzuge. Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, aber für mehrere Wochen lag ein junger Buckelwalbulle auf einer Sandbank an der Ostseeküste. Das größte Stück Aas seit Jahrzehnten auf deutschem Gebiet? Und was fällt den Menschen dazu ein? Der Wal ist frei. Und der hat Fontänen gemacht. Der Timmy aus Timmendorf. Ich habe ihm 11-mal in die Augen geschaut. Er hat sich das nicht ausgesucht. Einfach überall ins Wasser sinken. Was ist denn mit euch los? Wir sind die Menschen, wir haben Macht. Sie weiß nicht, was sie tut. Free Timmy. Aber am Ende im Leben zählt das Ergebnis. Die haben doch alle zu lange im Flachwasser gelegen. Wir wollen das Thema trotzdem mit ein bisschen Pietät behandeln. Was wollen wir? Bitte. Bevor wir zum schmackhaften Teil der Operation Walurne kommen, muss ich mich einmal kurz über die komplett Vanessa. hirnrissige Rettungsaktion aufregen. 2 sehr reiche Menschen geben Millionen Euro aus, um einen Wal zu retten, von dem seit Wochen klar ist, dass er sowieso sterben wird. Hopeless. Versteh mich nicht falsch. Ich bin die Letzte, die sich über 15 Tonnen Aas beschwert. Aber muss man ihn vor dem Abnippeln noch mit so einer Transportaktion foltern? Ärgerst dich doch nur, dass das ganze schöne Aasfutsch Weißt du, wie ist. lange es dauert, bis wieder so ein Wal strandet? Wir brauchen einen neuen Timmy. Menschheit, wenn ihr Tierleid verhindern wollt, dann tragt Kröten über die Straße. Hört auf, Spinnen einzusaugen und totgequälte Hühner zu fressen. Das kostet alles keinen Cent. Und die Millionen, die ihr gerade im Meer versenkt habt, könntet ihr auch dazu einsetzen, die Ursachen für Walstrandungen zu bekämpfen. Stellnetzfischerei verbieten. Schiffslärm reduzieren. Oder ihr supportet damit eure Friendly Neighborhood Hyena. Wenn ein Wal im offenen Meer stirbt, sinkt der Kadaver auf den Meeresgrund. Das ist vor allem dann spannend, wenn es sich um sogenannte Großwale handelt. Blauwal, Finnwal, Glattwale, die haben alle ordentlich Brennwert. Buckelwale sind deutlich kleiner, aber können trotzdem bis zu 30 Tonnen wiegen. Um so eine große Energiequelle bildet sich ein ganz eigenes Ökosystem, das oft für mehrere Jahre besteht. Zuerst machen sich Tiefseehaie und Seekatzen und Schleimaale über das Fleisch und den Blubber her. Dann kommen die Schalentiere, aber auch Borstenwürmer und Mollusken. Einige fressen die Reste der Fettschicht oder knuspern an den Knochen, andere ernähren sich von den Ausscheidungen der größeren Aasfresser. Dieser Nährstoffvorrat reicht für mehrere Jahre. Am Ende kommen spezialisierte Bakterien, fressen die organischen Bestandteile der Walknochen und dienen selbst wiederum Muscheln als Nahrung. Inzwischen geht die Forschung davon aus, dass selbst die mineralischen Bestandteile der Knochen eine exzellente Grundlage für Korallenriffe bilden. Kein Fitzelchen Wal geht verloren. Den Aasfressern unter Wasser haben sie ein richtig schönes Festmahl serviert mit ihrer Aktion. Und wir hart arbeitenden terrestrischen Verwertungsdienstleister schauen mal wieder in die Röhre. Am Strand ist das Ökosystem oft nicht auf so eine große Menge Gammelfleisch eingerichtet. Umso mehr bleibt für die wenigen glücklichen Finder. Insekten, Krabben, Möwen, Rabenvögel und ein paar Landraubtiere, die auch Aas nicht verschmähen. An der Küste von Namibia sind Schabrackenhyänen die natürliche Kadaverbeseitigungstruppe. Wenn dort ein Wal strandet, sind sie quasi das Aasverwaltungsamt. Ich wäre ja längst mal in Pöhl vorbeigespitzt und hätte mir ein schickes Filetstück gesichert. Aber da schwirrten mehr Influencer und Lokalpolitiker rum als Geier über einem sterbenden Elefanten. Entschuldige mal, den Vergleich finde ich wirklich unfair. Wir Geier machen doch auch nur unseren Job. So ein verwesender Wal macht einen Strand für Menschen ziemlich unattraktiv. Zum einen wegen des Geruchs, Süßer Duft der Verwesung. zum anderen, weil der Kadaver sich durch innere Fäulnisgase aufbläht und platzen kann. Glaubst du, die Menschen würden auch Millionen Euro ausgeben, um eine sterbende Hyäne zu retten? Fragst du das im Ernst?
Die lassen sich doch sogar gegenseitig im Mittelmeer ertrinken. Völlig herzlos. Nur bei Walen macht ihr eine Ausnahme. Ich check das nicht. Kätzchen, Häschen, Hamster, alles geschenkt. Die sind putzig und flauschig und snackable. Aber so ein buckliger Wabbelwal ist doch mindestens genauso ästhetisch alternativ wie ich. Warum gehen die Menschen komplett Crash-out, wenn so ein potthässlicher Riesenschinken im Flachwasser vor sich hin pöbelt? Hattest du eigentlich gar keine Empathie mit der leidenden Kreatur? Nee. Und das ist auch nicht meine Aufgabe als Hyäne. Bin ich vielleicht ein Mensch? Ist Jesus für meine Sünden gestorben? Ich sehe in einem Buckelschinken, der seine letzten Lungenbläschen rausröchelt, in erster Linie ein Aasraffenland. Powered by Evolution. Du willst mir was von Empathie erzählen, bietest dich bei den Menschen an mit deinem Schlaugegeiere, aber sobald Steve tot vom Sofa rutscht, bist du doch der allererste, der ihm das Hirn durch die Augenhöhlen schlabbert.